29,2 Grad. So hoch war die höchste gemessene Wassertemperatur in meinem Hydrosystem. Und genau solche Temperaturen werden schnell zum Problem. Der Sauerstoffgehalt im Wasser sinkt, Krankheitserreger vermehren sich rasant und im schlimmsten Fall droht Wurzelfäule. Als mein Blue Lab diesen Wert angezeigt hat, war klar, jetzt brauche ich eine Lösung. Passend dazu hat mich der Zuschauer Schnittlauch83 gefragt, ob ich für genau dieses Sommerproblem nicht mal einen Do-it-yourself Water Chiller bauen kann. Genau das machen wir heute. Ich zeige euch dabei aber nicht einfach nur meinen Aufbau, sondern verschiedene Möglichkeiten, wie ihr eure Nährlösung kühlen könnt. Denn je nach Tankgröße, Platz und Budget kann eine andere Lösung die bessere sein. Mein Ziel ist deshalb kein starrer Bauplan, sondern die passende Inspiration für euer eigenes Setup. Und falls ihr das Do-it-yourself-Projekt aus meinem letzten Video bereits nachgebaut habt, solltet ihr unbedingt bis zum Gerätevergleich dranbleiben. Denn dann besitzt ihr das teuerste Bauteil für dieses Projekt bereits und könnt euch die größte Investition komplett sparen. Warum und wie kühlen? Als Ideal gelten etwa 18 bis 21 Grad Wassertemperatur. Kritisch wird es erst, wenn die Nährlösung dauerhaft zu warm bleibt, denn warmes Wasser kann deutlich weniger Sauerstoff speichern. Während den Wurzeln sprichwörtlich die Luft ausgeht, finden Krankheitserreger wie Phytium ideale Bedingungen, um sich schnell zu vermehren. Aber wie kühlt man Wasser überhaupt effektiv unter Raumtemperatur? Ein klassischer Radiator mit Lüfter scheidet aus. Er kann das Wasser niemals unter die Umgebungstemperatur abkühlen. Genauso ungeeignet sind thermoelektrische Peltier-Elemente aus günstigen Kühlboxen. Für größere Wassertanks fehlt ihnen schlicht die notwendige Kühlleistung. Damit bleibt im Grunde nur die Kompressorkühlung. Genau dieses Prinzip steckt in Kühlschränken oder Kompressorkühlboxen. Sie arbeitet effizient und kühlt dauerhaft deutlich unter Umgebungstemperatur. Anstatt einen Kältemittelkreislauf selbst aufzubauen, zweckentfremden wir für unser Do-it-yourself-Projekt einfach ein fertiges Haushaltsgerät. Welches Gerät eignet sich? Fertige Waterchiller aus dem Grow-Bedarf starten meist erst bei etwa 350 € und stehen die meiste Zeit des Jahres ungenutzt herum. Für mein Setup war deshalb die kleinste und günstigste 9 Liter Kompressorkühlbox für rund 87 € der beste Kompromiss. Sie ist kompakt, regelt die Temperatur automatisch und kommt außerhalb des Grows einfach wieder beim Camping oder auf Reisen zum Einsatz. Alternativ eignet sich auch eine Eiswürfelmaschine als günstige Bastellösung. Sie ist zwar preiswert in der Anschaffung, erfordert aber einen deutlich aufwendigeren Umbau und lässt sich anschließend kaum noch sinnvoll für ihren ursprünglichen Zweck benutzen. Technisch die eleganteste Lösung ist allerdings ein ganz normaler kleiner Kühlschrank. Besonders dann, wenn ihr meinen Do-it-yourself Canard Roll bereits nachgebaut habt. Dann besitzt ihr das teuerste Bauteil nämlich schon und könnt denselben Kühlschrank außerhalb der Trocknungsphase im Hochsommer ganz einfach als Waterchiller nutzen, ohne ein zusätzliches Gerät anschaffen zu müssen. Der Kühlkreislauf und Wärmetauscher. Die einfachste Idee wäre natürlich, die Nährlösung direkt durch das Kühlgerät zu pumpen. Davon würde ich allerdings abraten. Zum einen benötigt ihr dafür 2 Pumpen, deren Förderleistung dauerhaft zusammenpassen muss, damit nichts überläuft. Zum anderen bilden Dünger und Zusätze im Inneren des Kühlgeräts schnell unerwünschte Biofilme. Deshalb trennen wir Kühlwasser und Nährlösung vollständig voneinander und nutzen einen separaten Wärmetauscher. Ein Wärmetauscher überträgt die Kälte von einem Wasserkreislauf auf den anderen, ohne dass sich beide Flüssigkeiten miteinander vermischen. In der Kühlbox befindet sich ganz normales Leitungswasser. Eine kleine Pumpe fördert dieses kalte Wasser durch den Wärmetauscher im Nährstofftank und anschließend wieder zurück in die Kühlbox. Als Wärmetauscher verwende ich einen Edelstahl-Würzekühler aus dem Braubereich. Genauso gut eignet sich ein günstiger Edelstahl-Wellschlauch aus der Solartechnik. Der lässt sich in Länge und Form flexibel an euer eigenes Setup anpassen. Von kompakten Plattenwärmetauschern würde ich dagegen eher abraten, da sich ihre sehr dünnen Kanäle durch die Nährlösung schnell zusetzen können. Ganz wichtig ist außerdem das Material. Alles, was mit der Nährlösung in Berührung kommt, sollte aus Edelstahl oder Kunststoff bestehen. Kupfer, Messing oder verzinkte Bauteile können Metalle an die Nährlösung abgeben und eure Pflanzen dauerhaft schädigen. Der Aufbau und die Pumpe. Der mechanische Aufbau ist denkbar simpel. Kühlbox mit Wasser befüllen, Pumpe hinein, mit dem Wärmetauscher im Tank verbinden und den Rücklauf wieder zurück in die Kühlbox führen. Ich nutze dafür eine Eheim Kompakt On 300 mit 7 Watt Leistungsaufnahme.
Genau diese Leistung ist entscheidend. Nahezu jedes Watt, das die Pumpe aufnimmt, landet als Wärme im Kühlwasser und muss anschließend vom Kompressor wieder abgeführt werden und reduziert dabei die zur Verfügung stehende Kühlleistung. Nutzt deshalb keine unnötig großen Pumpen. Die Eheim ist hier eigentlich gar nicht ideal, aber ich hatte sie noch vom Wasserwechsel meiner Hydrosysteme da. Heute würde ich wahrscheinlich eher eine kleine 5 Volt USB-Tauchpumpe mit 4,8 Watt verwenden. Ich setze diese Pumpen selbst erfolgreich in anderen Projekten ein und war überrascht, wie viel Druck sie trotz ihrer geringen Leistungsaufnahme aufbauen. Gleichzeitig tragen sie weniger Abwärme in den Kühlkreislauf ein. Und genau das kommt der Kühlleistung zugute. Welche Pumpe die richtige ist, hängt letztendlich von eurem Aufbau ab. Entscheidend sind vor allem Förderdruck und Volumenstrom. Je größer der Höhenunterschied, je länger die Schläuche und je kleiner der Schlauch- oder Wärmetauscherdurchmesser, desto mehr Druck wird benötigt. Gleichzeitig sollte das Wasser den Wärmetauscher nicht unnötig schnell durchströmen, damit die Kälte möglichst gut an die Nährlösung abgegeben werden kann. Auch die Schläuche solltet ihr möglichst kurz halten und mit einer einfachen Rohrisolierung versehen. So geht unterwegs weniger Kälte verloren und gleichzeitig verhindert ihr zuverlässig, dass sich Kondenswasser bildet und unkontrolliert abtropft. An besonders heißen Tagen unterstütze ich die Kühlbox zusätzlich mit einem kleinen PC-Lüfter, der die warme Luft vom Kondensator wegbläst. Dadurch kann die Abwärme etwas besser abgeführt werden und die Kühlbox arbeitet etwas effizienter. Das ersetzt zwar keine stärkere Kühlbox, kann bei extremer Hitze aber noch ein paar Leistungsreserven herausholen. Damit die Kälte nicht nur direkt am Wärmetauscher bleibt, sollte auch die Nährlösung gut umgewälzt werden. Ich habe meinen Wärmetauscher deshalb direkt auf den Sprudelstein gestellt. Die aufsteigenden Luftblasen sorgen so automatisch für eine gleichmäßige Durchmischung des Tanks. Alternativ funktioniert auch eine weitere kleine USB-Pumpe mit rund 2,4 Watt sehr gut. Mehr Leistung ist dafür in der Regel gar nicht nötig. Um die originale Kühlbox beim Umbau nicht dauerhaft zu beschädigen, habe ich den Deckel einfach abgenommen und stattdessen ein passendes Teil konstruiert, das die Anschlüsse aufnimmt. Für euren Nachbau würde ich allerdings eher eine 30 bis 40 mm starke Styroturplatte empfehlen. Die isoliert deutlich besser und lässt sich einfach zuschneiden. Da ich beim Bau gerade kein passendes Styrodur zur Hand hatte, habe ich als Provisorium einfach ein Handtuch über das Druckteil gelegt. Das funktioniert zwar, eine Styroturplatte ist aber definitiv die elegantere Lösung. Kosten und Stromverbrauch. Die genauen Kosten für das gesamte Setup blende ich euch hier einmal übersichtlich ein. Mit rund 150 Euro für Neuteile ist dieser Eigenbau deutlich günstiger als fertige Waterchiller, die meist erst bei etwa 350 Euro beginnen. Wer gebrauchte Komponenten, zum Beispiel über Kleinanzeigen verwendet, kommt sogar noch einmal deutlich günstiger weg. Der eigentliche Vorteil ist für mich aber der Mehrfachnutzen. Ein fertiger Aquarienchiller steht die meiste Zeit des Jahres ungenutzt herum und nimmt Platz weg. Die Kühlbox dagegen kommt nach dem Grow einfach wieder beim Camping oder auf Reisen zum Einsatz. Das Geld steckt also nicht in einem reinen Spezialgerät. Auch der Stromverbrauch hält sich in Grenzen. Meine Kühlbox nimmt unter Volllast maximal etwa 45 Watt auf. Selbst wenn sie während einer extremen Hitzewelle rund um die Uhr laufen würde, liegen die Stromkosten inklusive Pumpe bei ungefähr 40 Cent pro Tag. Im normalen Intervallbetrieb fällt der Verbrauch entsprechend geringer aus. Wichtige Tipps zum Umbau. Genau dieses Mehrzweckprinzip gilt auch, wenn ihr euch für einen normalen Kühlschrank entscheidet. Stellt dafür einfach einen Behälter mit Kühlwasser in den Innenraum und pumpt dieses im Kreis durch den Wärmetauscher. Falls ihr dafür Schläuche durch den Kühlschrank führen möchtet, passt beim Bohren aber unbedingt auf. Bei vielen Modellen ohne sichtbares Kühlgitter auf der Rückseite verlaufen die Kälteleitungen unsichtbar in den Seitenwänden. Ein kleiner Treffer bedeutet direkt den Totalschaden des Kühlschranks. Geht deshalb vorsichtig und schrittweise vor. Solltet ihr euch am Ende doch gegen einen Eigenbau entschieden haben und lieber einen fertigen Aquarienchiller kaufen, achtet unbedingt darauf, dass es sich um ein Kompressorgerät handelt und es ausdrücklich für Salzwasser geeignet ist. Die Nährlösung enthält viele Mineralsalze. Sind die internen Leitungen dafür nicht ausgelegt, können sie mit der Zeit korrodieren. Ist ein Chiller nicht salzwasserfest, solltet ihr ihn, genau wie bei unserer Do-it-yourself-Lösung, nur über einen separaten Wärmetauscher mit der Nährlösung verbinden. Ein paar passende Geräte habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Zum Schluss noch ein kleiner Tipp zur Isolierung des Wassertanks. Ich habe meine Eurobox zusätzlich mit Alubutylmatten beklebt, die ich noch von einem anderen Projekt übrig hatte. Einen riesigen Unterschied macht das vermutlich nicht, die glänzende Oberfläche reflektiert aber einen Teil der Wärmestrahlung der Lampe.
Später im Grow übernimmt die Pflanze diese Aufgabe ohnehin selbst, weil sie den Tank zunehmend verschattet. Bis dahin könnt ihr den gleichen Effekt ganz einfach mit einem Stück Karton erreichen. Legt ihn mit etwas Abstand über den Tank, so dass die direkte Strahlungswärme abgehalten wird und die Luftschicht dazwischen zusätzlich isoliert. Der Praxistest. Jetzt bleibt eigentlich nur noch die wichtigste Frage. Funktioniert das Ganze auch in der Praxis? Mit dem Ergebnis bin ich insgesamt wirklich zufrieden. Für meinen rund 40 Liter großen Nährstofftank funktioniert die kleine Kompressorkühlbox erstaunlich gut. Die Temperaturdaten stammen vom BlueLab Guardian Monitor Wi-Fi. Nur für die Temperaturüberwachung wäre das Gerät ziemlicher Overkill. Seine eigentliche Stärke liegt in der kontinuierlichen Aufzeichnung von pH, EC und Temperatur. Erst über den zeitlichen Verlauf dieser Messwerte lassen sich Zusammenhänge erkennen, die man mit einzelnen Messungen nie sehen würde. Zum Beispiel, wie sich Wasseraufnahme, Nährstoffverbrauch und das Klima gegenseitig beeinflussen. Genau diese Zusammenhänge werden wir im kommenden Video über mein neues Hydrosystem einmal genauer betrachten. Den Guardian Monitor Wi-Fi habe ich übrigens lange vor der Zusammenarbeit selbst gekauft. Als mein zweites Hydrosystem dazugekommen ist, habe ich mir sogar noch einen zweiten angeschafft, ebenfalls ganz normal von meinem eigenen Geld. Als ich anschließend einen Rabattcode für euch organisieren wollte, hätte es zunächst nur die üblichen 10% gegeben. Damit wäre der Guardian allerdings teurer gewesen als bei anderen Händlern. Für mich war deshalb klar, wenn ich euch etwas empfehle, dann sollt ihr dadurch auch wirklich einen echten Vorteil haben. Deshalb konnten wir den Rabatt für den Guardian Monitor Wi-Fi zeitlich begrenzt auf 25% erhöhen. Alle Infos findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Bei Raumtemperaturen um 27 bis 28 Grad erreicht die Kühlbox ihre Solltemperatur problemlos und schaltet sich, genau wie ein normaler Kühlschrank, regelmäßig ein und wieder aus. Hier sind also noch ausreichend Leistungsreserven vorhanden. Bei dauerhaft über 30 Grad Raumtemperatur merkt man allerdings, dass die kleine Kühlbox langsam an ihre Grenzen kommt. Während der letzten Hitzewelle mit Spitzen von etwa 33 Grad lief der Kompressor praktisch durchgehend unter Volllast. Am heißesten Tag mit rund 35 Grad Raumtemperatur lag die Wassertemperatur trotzdem nur bei etwa 24 Grad. Zu diesem Zeitpunkt waren meine Schläuche allerdings noch nicht isoliert. Die inzwischen nachgerüstete Rohrisolierung verbessert die Effizienz und verhindert gleichzeitig, dass sich Kondenswasser an den Schläuchen bildet. Positiv überrascht hat mich außerdem die integrierte Temperaturregelung der Kühlbox. Im Normalbetrieb habe ich sie einfach auf 21 Grad eingestellt und lande damit in der Nährlösung bei ziemlich konstanten 22 Grad. Testweise habe ich die Solltemperatur auch mal auf 19 Grad abgesenkt. Im Tank kamen dabei rund 20 Grad an. Die interne Regelung arbeitet also erstaunlich gut. Zusätzliche Steuerungen braucht man dafür nicht. Die Grenzen und meine Empfehlung. Die einzig echte Einschränkung bei diesem Aufbau ist die verfügbare Kühlleistung. Die Kühlbox arbeitet intern mit einem kleinen 12 Volt Kompressor. Das Netzteil ist mit 45 Watt angegeben. Dass sie bei dauerhaft über 30 Grad Raumtemperatur irgendwann durchgehend läuft, überrascht deshalb nicht. Wenn ich heute noch einmal gezielt nach einem Gerät suchen würde, würde ich wahrscheinlich eher zu einer gebrauchten 230 Volt Kompressorkühlbox greifen. Modelle wie die Waeco Coolfun 40D mit rund 65 Watt Leistungsaufnahme bekommt man gebraucht häufig schon für etwa 100 Euro. Sie benötigen zwar etwas mehr Platz, bieten dafür aber deutlich mehr Leistungsreserven und dürften auch größere Nährstofftanks zuverlässig kühlen. Mein Tipp für euren Nachbau: Achtet vor allem darauf, dass ihr wirklich ein Kompressorgerät kauft und schaut euch die Leistungsaufnahme des Geräts an. Für mein 40 Liter System hat die kleine 45 Watt Kühlbox völlig ausgereicht. Wer allerdings größere Systeme betreibt oder regelmäßig Raumtemperaturen deutlich über 30 Grad ausgleichen muss, sollte lieber etwas mehr Leistungsreserve einplanen. Ich hoffe, ich konnte euch heute ein paar Ideen mitgeben, die ihr auf euer eigenes System übertragen könnt. Zum neuen Steinwolle-System im Hintergrund kommt natürlich auch bald ein Video. Auch mehr Pflanzen-Content wird wieder kommen. Im Moment gehe ich dabei nur etwas vorsichtiger vor, weil YouTube in letzter Zeit einige Kanäle komplett entfernt hat. Falls ihr den Water Chiller nachbauen möchtet, findet ihr alle verwendeten Komponenten, weitere Informationen und meinen Shop wie immer unten in der Videobeschreibung. Welche Themen interessieren euch als nächstes? Schreibt eure Wünsche gern unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.